Die deutscheste Person, die ich jemals getroffen habe, war hier in Los Angeles und ich war mit dieser Person auch befreundet. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie deutsch man sein kann. Also die hat sich dann hier beschwert in Los Angeles, dass man hier rechts überholen darf. Auf einer sechsspurigen Straße, dass man da rechts überholen darf. Weil wir müssen uns ja an die ganzen Regeln halten. Aber später dazu mehr. Mein Name ist Steffen. Ich wohne schon seit über 10 Jahren in Los Angeles in Kalifornien. Und in meinen Videos geht es rund um das Thema Leben in den USA. Heute gucken wir auf 10 Dinge, die ich aus Deutschland nicht vermisse. Los geht's nach meinem kurzen Intro. Deutschland. I've been looking for America. Check it out. Bevor wir loslegen, nur ganz kurz, wenn ich jetzt hier über deutsche Klischees und deutsche Sachen spreche, dann schließe ich mich da ganz oft auch ein. Deswegen nervt es mich dann wahrscheinlich nochmal extra, weil öfter möchte ich mich nicht so verhalten, mache es aber trotzdem, weil du kannst halt den Deutschen aus Deutschland nehmen, aber nicht das Deutsche aus dem Deutschen. So ist es halt. Los geht's! Nummer 1. Die Deutschen lieben Regeln und sich daran zu halten. Das empfinde ich als sehr wahr. Da schließe ich mich teilweise auch selber ein. Ich befolge auch gerne Regeln anscheinend. Das ist so richtig deutsch. Es gibt ja auch diesen berühmten Witz, ein Kalifornier und ein Deutscher unterhalten sich über, wie ist es, wenn deine License suspended ist, also wenn du keinen Führerschein hast, wenn die den weggenommen haben. Und der Kalifornier fragt dann den Deutschen, ja, wie ist es denn, wenn du keinen Führerschein hast und du fährst dann mit dem Auto, was passiert dann? Und der Deutsche sagt halt, ja, du hast keinen Führerschein, du kannst ja nicht mit dem Auto fahren. Und der Kalifornier meint halt, ja, ich weiß schon, du solltest nicht fahren, aber wenn du halt trotzdem mal so fährst. Und der Deutsche meint, ja, aber du hast ja keinen Führerschein, du kannst ja nicht fahren. Und der Kalifornier meint so, ja, aber weißt, einmal in der Nacht, keiner ist auf, die Bullen schlafen alle und du hoppst halt rein in dein Auto und fährst dann los. Und der Deutsche sagt halt, du kannst ohne Führerschein nicht fahren. Und so diesen Eindruck, ich glaube, der besteht ja auch weltweit so ein bisschen für die Deutschen und der ist schon irgendwie wahr, habe ich so das Gefühl. Schließe ich mich selber auch ein. Dann muss ich auch sagen, die deutscheste Person aller Zeiten, die ich jemals getroffen habe, war auch hier in Los Angeles. Wir sind auch befreundet. Wir waren im Auto, sie ist gefahren in Downtown Los Angeles auf so einer sechsspurigen Straße oder so. Und irgendwann fängt sie halt an rumzuschreien und sich zu beschweren. Ja, was soll das denn? Wieso überholen die denn alle hier rechts? Wir müssen uns doch an Regeln halten. Was ist es denn? Rechtsfahrgebot, bla bla bla. Und ich dachte mir nur, wow, Mann, du sitzt hier wirklich mit der deutschesten Person aller Zeiten im Auto und die beschwert sich darüber, dass rechts überholt wird. Damit kommen wir zu Nummer 2. Das Rechtsüberholverbot in Deutschland vermisse ich in den USA überhaupt nicht. Was ist denn da los, Deutschland? Ein bisschen mehr Liberalität auf der Autobahn, wenn ich bitten darf. Da kann man doch mal rechts überholen. Ich meine, was ist denn da los? Verstehe ich wirklich gar nicht. Wenn ich hier ein Auto habe, fahre ich hier rum, überhole ich immer rechts, bist du immer schneller. Also Deutschland, da, come on, damn, bitte. Wenn euch dieses Video bisher gefallen hat, dann seid ihr vielleicht hier dran interessiert. 10 Dinge aus Deutschland, die ich wirklich in den USA vermisse. Das Video direkt hier. Weiter geht's. Nummer 3, die Unfreundlichkeit der Deutschen. Da muss ich leider auch zustimmen, muss ich mich auch an die eigene Nase fassen, weil ich bin auch teilweise sehr unfreundlich, weil ich bin halt richtig deutsch, also ich verstehe das Ganze schon, aber ich muss generell sagen, ich bevorzuge hier diese Freundlichkeit in den USA, zum Beispiel wenn du in den Supermarkt gehst oder in ein Restaurant, definitiv zur deutschen Unfreundlichkeit. Da weiß ich jetzt auch direkt, was ihr sagen werdet, ja, aber in den USA, das sind doch alle nur oberflächlich freundlich. Da denke ich mir doch dann aber, ich bin lieber oberflächlich freundlich als oberflächlich unfreundlich. Was ist denn das für eine Diskussion? Wie schwierig ist es denn bitte im Supermarkt zu sagen, Entschuldigung, darf ich da mal durch? Oder Entschuldigung, könnte ich das da mal hier nehmen? Anstelle einfach nur sich so irgendwie durchzuschieben da. Das nervt schon ein bisschen aus Deutschland, muss ich sagen. Also da bevorzuge ich definitiv oberflächlich oder nicht die Freundlichkeit hier in Kalifornien. Und angeblich gibt es hier noch Staaten, mehr in der Mitte, da sind die Leute noch wesentlich freundlicher. Also da war ich noch nie. Aber ich muss sagen, diese deutsche Unfreundlichkeit vermisse ich nicht.
Außer ich habe richtig Heimweh, dann natürlich schon, aber das ist meistens nicht der Fall. Nummer 4. Das graue deutsche Wetter fehlt mir hier in den USA natürlich auch nicht wirklich. Ich muss gestehen, seitdem ich hier in Los Angeles wohne, bin ich praktisch abhängig vom Sonnenschein, weil es scheint hier so viel, die Sonne. Deswegen, das erste Mal, als ich zurück nach Deutschland kam nach einiger Zeit, es war im Dezember und da war es für 2 Wochen lang einfach nur grau und da muss ich sagen, das hat mir schon aufs Gemüt geschlagen und ich bin extrem depressiv geworden. Also seitdem ich hier bin, brauche ich wirklich diesen Sonnenschein. Ich merke das wirklich, ist extrem wichtig für mich geworden. Deshalb das graue Wetter aus Deutschland vermisse ich nicht. Also auch wieder, außer ich habe Heimweh, dann natürlich graues Wetter am Start. Kann man mal im Fernseher machen und dann auch schön irgendwie Regen anstellen. Ne? Wunderschönes, regnerisches Deutschland. 5. Die deutsche Bürokratie fehlt mir natürlich auch nicht unbedingt, okay? Ich meine, wir wohnen hier zwar in Kalifornien und da ist das Ganze alles auch sehr bürokratisch und nicht das Einfachste teilweise, aber im Vergleich zu Deutschland ist es wirklich sehr angenehm hier. Was mir dann immer von Leuten aus Deutschland erzählt wird, also zum Beispiel, was für ein Bürokratieaufwand es ist, einen Verein zu leiten oder einen Verein zu haben, das ist ja nicht mehr normal und ich rede jetzt nicht vom FC Bayern München, ich rede einfach von so einem ganz normalen, kleinwüchsigen Verein. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Oder der Notar in Deutschland, das ist doch kriminell. Ich gehe hier zum Notar, kostet mich $15 pro Beglaubigung. Bei euch ist es wie viel? Keine Ahnung, 300, 2000, je nachdem, was es ist. Also der deutsche Notar, das ist ja auch irgendwie wow. Also diese ganze deutsche Bürokratie vermisse ich natürlich nicht. Ich wäre ja auch... Naja gut, manche Deutsche, die finden das natürlich bestimmt super, nehme ich mal an, aber ich gehöre jetzt nicht zu den Deutschen, die unbedingt ihre Bürokratie mit hierher nehmen wollen. 6. Das Deutsche in der Schlange stehen vermisse ich hier in den USA nicht wirklich. Ich muss sagen, wenn du hier in den Supermarkt oder zum Bäcker gehst oder egal wohin und du musst anstehen, verhalten sich die meisten Leute sehr zivilisiert, die lassen dich auch manchmal vor, die sind extrem freundlich, da guckt jeder, dass jeder drankommt und wenn sich eine andere Schlange öffnet, dann darfst du da trotzdem rein, obwohl du da nicht angestanden hast. Also da muss ich sagen, in Deutschland, wo jeder für sich selbst da irgendwie ist und der Erste beim Bäcker sein muss und der Erste beim Supermarkt an der Schlange da, dann vermisse ich das wirklich nicht zwangsläufig. Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist, das müsst ihr mal beobachten, das ist meine Beobachtung, weiß nicht, ob ihr da zustimmt, aber wenn ihr international fliegt zum Beispiel, guckt euch an, wie amerikanische Airlines boarden und wie die Lufthansa zum Beispiel boardet. Bei den amerikanischen Airlines hast du klare Schlangen, die sich da irgendwo hingeben. Bei der Lufthansa bildet sich da immer so eine Traube und die ganzen Leute versuchen, sich da reinzudrücken. Das Interessante ist, die Lufthansa fliegt trotzdem pünktlich weg. Also das verstehe ich noch nicht ganz. Warum ist dieser Boarding-Prozess irgendwie so... Aber die Lufthansa fliegt trotzdem noch pünktlich weg. Verstehe nicht, aber ich vermisse das wirklich nicht. Ich stehe mich lieber in eine normale Schlange, wo die Leute sich zivilisiert verhalten, als in die deutsche Schlange. Hier in den USA vermisse ich das definitiv nicht. Nummer 7. Deutsche Bedienungen vermisse ich hier in den USA nicht wirklich. Also wenn du hier in ein Restaurant gehst, dann ist der Service normalerweise schon ganz gut. Also auch nicht immer, aber die meiste Zeit fühlt man sich schon ganz angenehm behandelt als Gast. Das liegt natürlich auch höchstwahrscheinlich daran, dass die Leute hier extrem von ihrem Trinkgeld abhängig sind. Deswegen sind die extra nett und bemühen sich, damit die möglichst hohes Trinkgeld bekommen. Aber in Deutschland brauchen die doch eigentlich auch Trinkgeld. Ich weiß nicht, warum die Bedienungen in Deutschland eher unfreundlich daherkommen. Das ist halt wahrscheinlich diese ganze deutsche Art, nehme ich mal an. Aber wenn ich zum Beispiel mit jemandem aus den USA nach Deutschland reise und in ein Restaurant gehe, dann sage ich immer, sei bereit, dass das vielleicht nicht die allerfreundlichste Erfahrung wird und ganz oft werden wir dann positiv überrascht, weil es ist eigentlich ziemlich gut. Aber manchmal hat man dann halt den Eindruck, eieiei, Entschuldigung, dass wir hier sind und euch Geld geben möchten. Also, wie gesagt, die deutsche Bedienung vermisse ich jetzt nicht zwangsläufig in den USA. 8. Die deutsche Wurstdominanz.
Als ich das erste Mal nach einiger Zeit wieder zurück nach Deutschland gegangen bin, ist mir aufgefallen im Supermarkt, wie viele Wurstprodukte es da eigentlich gibt. Und ich dachte mir nur, ey Deutschland, wie deutsch kann man denn bitte sein? Deswegen ist es ja kein Wunder, wenn der stereotype Deutsche immer mit so einer Bratwurst in der Hand dargestellt wird. Deswegen mein Aufruf, liebe Deutsche, lasst uns doch mal ein bisschen weniger Wurstware produzieren, damit wir unseren deutschen Stereotyp vielleicht etwas ändern können. Wie wär's denn, was weiß ich, anstelle einfach mal ein Brot? Lass uns mehr Brot, weniger Wurst. Wie wär's damit, oder? Auf jeden Fall muss ich sagen, diese Wurstdominanz fehlt mir in den USA wirklich gar nicht. 9. Das chronische Beschweren der Deutschen fehlt mir hier in den USA auch nicht zwangsläufig. Da muss ich mich dann aber wieder selber einschließen. Ich bin auch Deutsch, ich beschwere mich auch sehr gern. Es ist ja unser Volkssport, sich zu beschweren. Deswegen muss man da manchmal so ein bisschen ein Stückchen zurückgehen und sagen, warte mal, wir sind ja doch in Kalifornien, vielleicht beschwerst du dich heute mal ein bisschen weniger, ne? Aber da muss ich sagen, das fehlt mir wirklich gar nicht und das merkt man sofort, wenn man nach Deutschland kommt, dass sich die Leute um einen rum einfach mehr beschweren. Das ist da halt einfach so. Das ist jetzt nicht, ich will es jetzt nicht schlecht reden, das ist halt einfach so. Aber muss ich sagen, fehlt mir nicht zwangsläufig. Nummer 10, das deutsche Lebensgefühl von das wird ja nie was und dieser gewisse Grundpessimismus, der fehlt mir hier in den USA auch nicht wirklich. Ich bin ja selber Deutsch, ich bringe da schon genügend Pessimismus mit, da brauche ich nicht noch diese ganzen Leute um mich herum auch noch mit Pessimismus einzuschäumen und sich zu beschweren und so weiter. Das ist hier wirklich angenehmer, da kann man dann auch eventuell von diesem Pioniergeist sprechen, also diesem Go West, wir machen einfach mal, wir hauen mal drauf, lass mal gucken, was passiert. Das fehlt mir hier wirklich nicht, dass die Leute sagen, ach, das wird ja eh nie was oder du bist ja zu risikobereit oder du willst in das investieren, du willst das machen, ach du Kacke, das hat man ja noch nie gemacht. Das fehlt mir aus Deutschland wirklich nicht. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Hier ist noch ein Video zum Thema 10 Dinge, die mir aus Deutschland fehlen. Ich sehe euch nächsten Montag um 18 Uhr deutscher Zeit hier auf YouTube. Falls ihr noch irgendwelche Anregungen, Kommentare oder Kritik habt, lasst es mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.